So schade das ist, aber der Sommer geht so langsam zu Ende und da lohnt es sich abends jetzt schon manchmal, eine Jacke rauszukramen oder eine warme Decke überzuwerfen. Und so richtig warm und kuschelig ist dieser Stoff hier, Fleece. Der besteht aus tausenden einzelnen Faserschlaufen, die dann so aufgeschnitten und zerstrubbelt werden. Und dabei wird ganz viel Luft zwischen diesen einzelnen Strubbeln eingeschlossen. Und weil Luft so gut isoliert, fühlt sich so eine Fleecejacke oder Decke richtig schön flauschig an. Jetzt liest und hört man aber immer wieder, dass Fleece schlecht für die Umwelt sein soll, vor allem für die Meere. Aber stimmt das wirklich? Was hat denn meine Jacke oder meine Decke mit den Ozeanen zu tun? Höchste Zeit für einen Faktencheck. Lass uns mal noch ein bisschen genauer schauen, aus welchem Material Fleecejacken eigentlich bestehen. Die werden nämlich aus Polyethylen-Terephthalat hergestellt oder kurz PET, also das, woraus auch solche Plastikflaschen hergestellt werden. Und tatsächlich werden zur Herstellung von Fleecestoff benutzte Plastikflaschen verwendet. Fleece ist also ein Kunststoffprodukt und damit aus einem Material, das in der Natur nicht vorkommt. Also anders als Naturfasern von Pflanzen oder Tieren wie Wolle, Baumwolle, Seide oder Jute, woraus die MINT-Beutel hier sind. Die sind biologisch abbaubar, Kunststoffe sind das aber nicht. Das heißt, sie können von anderen Lebewesen nicht als Nahrung genutzt werden und bleiben deshalb für eine extrem lange Zeit in der Natur. Aber warum gibt es eigentlich so viel davon? Naja, Kunststoffe sind eben Materialien, die tolle Eigenschaften haben, zum Beispiel, dass sie wasserabweisend sind. Und deshalb findet man auch in Klamotten ganz viel davon. 2/3 der Kleidung weltweit besteht heute aus Kunstfasern, wie zum Beispiel Polyester, Polyamid oder Elastan. Und das könnt ihr selbst checken. Dafür müsst ihr nur mal ins Flusensieb eurer Waschmaschine oder noch besser von eurem Wäschetrockner schauen. Denn Kunstfasern, die werden beim Waschen und Schleudern aus euren Klamotten rausgewaschen und die finden sich dann in so einer grauen Stoffmaus hier wieder. Die besteht vor allem aus längeren Fasern, denn die können sich verzwirbeln und verfitzen und bilden dann eben solche Flusen oder Zöpfe. Und jetzt kommen wir zurück zur Fleecejacke. Fleecefasern sind nämlich zu kurz, um solche Zöpfe zu bilden. Die rutschen einfach durch das Flusensieb durch. Deswegen gehören solche Kunststofffasern zum sogenannten Mikroplastik. Das sind alle möglichen Plastikteilchen, die kleiner sind als das hier, also kleiner als 5 mm. Dazu gehören zum Beispiel auch die Krümelchen aus Zahnpastas, Peelingcremes oder Shampoos. Für unsere Mikroplastikfasern ist das Flusensieb also kein Hindernis. Die gelangen dann über Abwasserrohre bis ins Klärwerk. Und auch wenn so ein Klärwerk mit modernster Technik arbeitet, selbst hier schaffen es die Filter nicht, diese kleinen Kunststoffe aus dem Wasser zu holen. Es gibt derzeit kein technisches Verfahren, um Mikroplastik aus Gewässern zu entfernen. Man könnte sich theoretisch so etwas vorstellen, man könnte sehr große Filter bauen, aber dazu müsste man komplette Flüsse und komplette Kläranlagen durch diese Filter schicken. Das würde einen enormen Energieaufwand bedeuten und diese Filter zu bauen würde extrem viel Geld kosten. Deswegen ist das zwar theoretisch denkbar, aber praktisch nicht möglich. Und genau deshalb gelangen unsere Mini-Fleece-Reste aus den Kläranlagen und Flüssen am Ende ins offene Meer und die Ozeane. Und damit gehören Fleecefasern zum Mikroplastikproblem der Weltmeere. In Deutschland sind es jedes Jahr etwa 90 Gramm Mikroplastik, die pro Person aus den Waschmaschinen kommen. Dieses Mikroplastik, das wird dann über Strömungen verteilt und ist deswegen wirklich überall zu finden. Sogar im Eis der Antarktis hat man das schon entdeckt. Und diese Verteilung, die hat natürlich Folgen für die Meeresbewohner. Ein Meereslebewesen wie zum Beispiel ein Fisch kann Mikroplastik direkt fressen. Da kann das für Nahrung halten und frisst das und dann belastet er seine Verdauungsorgane und kann sterben daran. Aber es kann auch passieren, dass ein Fisch zum Beispiel ein anderes Meereslebewesen frisst, Plankton, Wasserflöhe zum Beispiel, in denen man schon Mikroplastik gefunden hat. Und wenn die als Nahrung von größeren Lebewesen gefressen werden, kann sich über diese Nahrungskette auch Mikroplastik in größeren Organismen ansammeln. Die Gefährlichkeit von Mikroplastik liegt also nicht nur in der Masse, sondern auch in der Größe. Die Teilchen können nämlich so winzig werden, dass man sie nicht mehr in Zentimetern misst, auch nicht in Millimetern, sondern in Mikrometern. Das ist weniger, als ein menschliches Haar breit ist. Und damit kommt das Problem zu uns zurück. Denn wenn schon die kleinsten Lebewesen Mikroplastik aufnehmen, dann landet es am Ende auch wieder auf unserem Teller. Was Mikroplastik mit unserem Körper macht, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz klar. Aber für die Umwelt ergibt sich noch ein zweiter Effekt. Mikroplastik hat eine besondere Eigenschaft, wir nennen das hydrophob. Das heißt, es löst sich nicht im Wasser, es will möglichst nicht mit dem Wasser in engen Kontakt treten. Das Gleiche gilt auch für viele Schadstoffe im Wasser, zum Beispiel Medikamente oder auch Industriechemikalien.
Und dadurch wirkt das Mikroplastik wie eine Art Schwamm oder eine Art Magnet und saugt diese Schadstoffe auf, die dann wiederum von den Lebewesen aufgenommen werden und dort eine deutlich höhere Schadwirkung verursachen können als im offenen Ozean. Das heißt, hier ist nicht nur blöd, dass die Tiere dieses Mikroplastik überhaupt fressen, hier ist auch noch blöd, dass an diesem Mikroplastik Stoffe dranhängen, die den Tieren unter Umständen nicht gut tun. Leider wird die Anzahl an Mikroplastikteilchen in der Zukunft immer mehr zunehmen. In den Weltmeeren gibt es jetzt schon große Müllstrudel, in denen Hunderttausende Tonnen an Plastikmüll treiben. Und auch der lässt sich aktuell mit keiner Technologie entfernen, aber er zerbröselt immer mehr. Zum Beispiel, weil die Müllteile durch die Wellenbewegung aneinanderreiben, aber auch durch die Sonneneinstrahlung und durch das Salzwasser. Dadurch werden sie immer kleiner und kleiner und dann passiert Folgendes. Diese Mikroplastikteilchen, die sinken natürlich im Laufe der Zeit bis auf den Meeresboden ab. Das heißt, die bleiben nicht an der Meeresoberfläche, sondern bilden im Laufe der Jahre wie eine Art Plastikschicht auf dem Meeresgrund. Und Meereslebewesen, die dort leben, die müssen damit umgehen. Und das ist noch völlig unklar, wie die sich damit verhalten und was für Effekte diese dünne Plastikschicht im Laufe der Jahre dann auf die Lebewesen hat. Fakt ist also, ja, Fließjacken sorgen für mehr Mikroplastik in den Meeren und wir werden dieses Mikroplastik auch nicht mehr los. Fakt ist aber auch, dass sich die Folgen für die Tiere, für die Natur und auch für uns aktuell noch gar nicht richtig abschätzen lassen. Dazu muss noch viel mehr geforscht werden. Zum Beispiel auch daran, ganz neue Kunststoffe zu erfinden, die dann bio sind. Die könnten dann auf natürlichem Wege abgebaut werden und hier in Jena wird dann etwas ganz Ähnlichem geforscht. Nämlich an einer speziellen Beschichtung für Baumwollfasern, die so einen stinknormalen Baumwollstoff in ein Hightech-Produkt verwandeln und dabei selbst komplett aus biologisch abbaubaren Produkten entstehen. Bis das aber auch irgendwann im Laden um die Ecke angekommen ist, bleibt vor allem eine Strategie. Das Beste für die Zukunft ist wirklich vermeiden, vermeiden, vermeiden.